Wir sind hier im Münchner Stadtmuseum. Mein Name ist Miriam Nohr, ich leite die Sammlung Musik. Die Kaltenecker-Pauke ist seit ihrem Bau zwischen 1870 und 1880 im Besitz der Hofkapelle gewesen, ist dann zur Renovierung mit ihren 3 Schwestern, also als Vierersatz, im Marstall gestanden, als 1944 ein Bombenangriff erfolgt ist und 2 der 4 Pauken wurden nicht beschädigt, haben diesen Bombenangriff überlebt, die anderen beiden nicht. Und die G-Pauke ist dann 1983 zu uns ins Stadtmuseum gekommen und die C-Pauke im Deutschen Museum gelandet. Also, das ist jetzt die Pauke, die wir die Portpauke nennen. Sie ist gebaut von einem gewissen Kaltenecker und Sohn. Und wir wissen, dass damals Herr Max Meyer VII. Diese Pauke gespielt hat in die Zeit, wo die Walküre und auch Rheingold bei uns in Premiere gegangen sind. Also bei uns, also bei dieser Ringerpauke kann man die Skala, die kann man immer mal wieder ändern, aber das geht hier nicht, das ist einfach eingraviert. Das war damals den Stimmanzeiger und es geht von F bis C, also eine Quinte und stimmt einfach. Die Technik ist im Prinzip eigentlich phänomenal mit diesem Ring unten, den man mit dem Fuß drehen muss. So ein System habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein München-Alleingang, den sie damals sich überlegt haben. Wenn ich die Pauke jetzt vergleiche mit unseren heute, ich denke, ich würde es nicht hinkriegen oder man müsste sich mehr damit befassen, weil eine Chromatik runter stelle ich mir einfach schwierig vor. Keine Ahnung, ob die das zu zweit gespielt haben, dass einer gespielt hat, der andere hat umgestimmt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich stelle es mir sehr, 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 sehr schwierig vor. Und wahrscheinlich hat sich es auch deshalb nicht durchgesetzt, weil es einfach zu kompliziert ist. Ich finde eigentlich schon, dass die sehr, sehr gut klingt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die, wenn die in gutem Zustand ist, was die wahrscheinlich gewesen sein wird, dass die wirklich sehr, sehr gut geklungen hat. Ich spiele sie mal ein bisschen. Das Gewicht ist dann natürlich phänomenal mit 120 Kilogramm. Unser Orchesterwachte würden sich freuen. Ja, also die kannst du nicht mal zu dritt wahrscheinlich heben. Und ich weiß auch nicht, wie die das damals alles gemacht haben. Eine Kie hat 120 Kilo, das ist schon Wahnsinn. Unglaublich, ja. Die Gedanken, dass Wagner, ich meine sowieso grundsätzlich, dass wir damals das als Uraufführung gespielt haben, das ist unglaublich eigentlich, eine unglaubliche Geschichte, die natürlich auch gehört zu diesem 500 Jahre Staatsorchester, aber es ist natürlich extrem cool, dass wir jetzt diese Pauke hier haben, wovon wir doch eigentlich relativ sicher sind, dass damals die Walküre, Rheingold und auch Tristan wahrscheinlich und Tannhäuser, all diese Oper, einfach Meistersinger auch, einfach auf diese Pauke gespielt wurde.